Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Andrea. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute werde ich dir zeigen, wie du diese einfache Mütze mit halben Stäbchen mit einem wunderschönen runden Übergang häkeln kannst. Wie du hier gut sehen kannst, man sieht nicht, wo die Runde beginnt und wo sie aufhört. Ich fange übrigens bei dieser Mütze hier oben am Kopf mit dem Mützenteller an und dann häkle ich erst die Mützenwand und danach hänge ich noch ein kleines Bündchen dran. Du kannst die Mütze aber so lange häkeln, wie du es möchtest und kannst die Mütze auch ganz ohne diesen Bündchen häkeln. Mit dieser Methode kannst du ohne Treppchen und ohne Nähte wunderschöne Runden mit einer oder mehreren Farben häkeln. Diese Anleitung ist eher für Anfänger geeignet, aber auch als Fortgeschrittene kannst du mir natürlich gerne zuschauen. Wenn du totaler Häkelanfänger bist, würde ich dir raten, vorher meine Anleitung für absolute Anfänger anzuschauen. Dann tust du dir hier vor allem am Anfang etwas leichter. Ich häkle im Video übrigens mit meiner üblichen Mützenwolle und dazu passende Häkelnadel Nummer 7. Du könntest die Mütze aber mit einer anderen Wolle häkeln, wie meine schon fertige Mütze. Wichtig dabei ist vor allem, dass die Wolle nicht zu haarig ist, damit du gut sehen kannst, wo du einstichst und dass die Häkelnadel zur Wolle passt. Also hol dir geschwind noch eine Tasse Kaffee oder Tee und häkle gleich mit mir mit. Ich beginne nun mit einer ganz einfachen Variante vom Fadenring. Ich bilde mir so eine Schlaufe, das kurze Ende ist hinten. Und nun mache ich 2 Luftmaschen. Das ist nun mein magischer Ring und da hinein häkle ich nun meine halben Stäbchen. Als erstes häkle ich jedoch eine feste Masche hinein. Diese feste Masche ist nur der untere Teil von meinem ersten halben Stäbchen. Der obere Teil kommt am Ende von der Runde dran. Und jetzt mache ich 8 halbe Stäbchen in diesen magischen Ring hinein. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Den Fadenring etwas zusammenziehen. Ich schließe die Runde, indem ich eine Kettmasche in das erste halbe Stäbchen hineinhäkle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Das da ist die feste Masche. Also in das erste halbe Stäbchen eine Kettmasche. Den Fadenring noch einmal etwas zusammenziehen. Nun liegt diese Kettmasche über der ersten festen Masche und gemeinsam schaut das nun aus, als ob es ein halbes Stäbchen wäre. Mit der Kettmasche haben wir nun 9 Maschen. Bei dieser Methode zählt die Kettmasche als ganz normale Masche und wird auch ganz normal am Ende von der Runde behäkelt. Nun werden wir jede Runde 9 Maschen zunehmen, bis der Mützenteller dann groß genug ist. In der zweiten Runde verdoppeln wir daher jede Masche. Das erste halbe Stäbchen ist, wie in jeder weiteren Runde, das aufgebaute halbe Stäbchen. Ich beginne also mit einer Luftmasche und einer Festmasche als Teil vom ersten halben Stäbchen.
Wenn du die erste Masche nicht erkennen kannst, kannst du zurückzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Das ist Nummer 9. Also eine Luftmasche und die feste Masche hier in die Masche Nummer 9. In die gleiche Masche noch ein halbes Stäbchen. Wenn du dir damit schwer getan hast, die richtige Masche zu erkennen, kannst du dir jetzt dieses halbe Stäbchen markieren. In allen weiteren Maschen häkle ich nun 2 halbe Stäbchen hinein. 2 halbe Stäbchen häkeln. Zwei halbe Stäbchen häkeln. Wenn du in dieser Runde jede Masche verdoppelst, dann hast du am Ende von der Runde insgesamt 18 Maschen. Wieder 2 halbe Stäbchen. Und noch einmal 2 halbe Stäbchen. Und noch einmal. Und ein letztes Mal 2 halbe Stäbchen. Diese kleine Luftmasche, die man fast nicht sieht, sowie die feste Masche auslassen und ich häkle eine Kettmasche in das markierte halbe Stäbchen hinein. Diese Kettmasche schaut jetzt mit der darunterliegenden festen Masche nun aus, als ob es ein halbes Stäbchen wäre. Und auch in der dritten Runde nehme ich 9 Maschen zu, deswegen verdopple ich hier jede zweite Masche. Der Anfang geht wie in der letzten Runde und in jeder weiteren Runde. Ich häkle eine Luftmasche, eine feste Masche, und ich verdopple jetzt gleich die erste Masche, deswegen häkle ich in die gleiche Masche noch ein halbes Stäbchen hinein. Wieder markieren. In die nächste Masche häkle ich nur ein halbes Stäbchen hinein. In die nächste Masche wieder 2 halbe Stäbchen häkeln. Dann wieder eines. Wieder 2. Und eines. Und so geht es diese Runde weiter, bis wir wieder 9 Maschen zugenommen haben und dann sind aus 18 Maschen 27 geworden. Zwei, wieder eine, 2,
Eine, zwei, und zum Schluss noch einmal eines. Die kleine Luftmasche, die man fast nicht sieht, die feste Masche und die markierte Masche. Ich beende die Runde wieder, indem ich eine Kettmasche in das erste halbe Stäbchen häkle. Und diese Kettmasche wird wieder zur letzten Masche meiner nächsten Runde. In der vierten Runde verdopple ich nun jede dritte Masche. Ich häkle wieder wie gewohnt eine Luftmasche und eine feste Masche. In die gleiche Masche häkle ich ein halbes Stäbchen hinein. In den nächsten zwei Maschen jeweils nur ein halbes Stäbchen. Jetzt wieder zwei. In den nächsten zwei Maschen jeweils nur eines. Ich möchte dich gerne dazu einladen, meinen Kanal zu unterstützen. Entweder mit dem Thanks-Button kannst du mich auf einen Knäuel Wolle einladen oder wenn du dieses Video teilst. Wenn du dieses Video teilst, ist es auch wirklich eine Hilfe für mich. Du kannst mein Video in deinem Blog teilen, in deiner Facebook-Gruppe oder einfach so weiterschicken. Ich bin für jede Unterstützung dankbar, denn das hilft mir und meinem Kanal wirklich weiter. 31, 32, 33, 34, 35 und ein letztes Mal noch eine. Ich beende die Runde wie gewohnt. In der fünften Runde verdopple ich nun jede vierte Masche. In die erste also zwei hinein. Ich häkle eine Luftmasche, eine feste Masche, die will nicht, und noch ein halbes Stäbchen in die erste Masche. Und in den nächsten drei Maschen jeweils nur eins. Und das geht weiter so, Runde für Runde. In der ersten Runde hatte ich 9 Maschen. In der zweiten Runde verdopple ich jede Masche. In der dritten Runde verdopple ich jede zweite Masche. In der vierten verdopple ich jede dritte Masche. In der fünften Runde verdopple ich jede vierte Masche. Und das geht so weiter, bis dein Mützenteller groß genug ist. Und wann ist er groß genug? Dafür gibt es übrigens eine ganz einfache Rechenmethode. Ich dividiere meinen Kopfumfang durch die Zahl Pi, also 3,14, und danach ziehe ich 2 cm ab. Wenn du also einen Kopfumfang von 58 hast, das durch die Zahl 3,14 dividierst, dann 2 cm abziehst, kommen 16,5 cm raus. In diesem Fall sollte der Durchmesser vom Mützenteller 16,5 cm groß sein. Und wenn eben für dich dieser Mützenteller groß genug ist, dann häkle ich ohne Zunahmen weiter und somit formt sich die Mützenwand ganz von alleine.
Mein brauner Mützenteller hat einen Durchmesser von 16,7 cm und dafür habe ich 9 Runden gehäkelt. Das ist eigentlich ein paar Millimeter mehr, wie ich bräuchte. Ich hätte entweder in der letzten Runde anstelle von 9 nur 6 Maschen zunehmen können oder ich häkle jetzt einfach so weiter und nehme dann beim Mützenbündchen ein paar Maschen ab, damit mir die Mütze nicht vom Kopf rutscht. Mein grüner Mützenteller ist mir jetzt auch groß genug. Normalerweise brauche ich mit dieser Wolle ca. 56 bis 59 Maschen, damit mir die Mütze gut passt. Zum Vorzeigen reicht natürlich auch das und jetzt kann ich mit meiner Mützenwand beginnen. Ich häkle nun in jede Masche nur mal eine Masche hinein. Ich häkle eine Luftmasche und eine feste Masche. Und ab jetzt alles halbe Stäbchen. In die nächste Masche ein halbes Stäbchen, in die nächste ein halbes Stäbchen, und bevor ich mit dir das Bündchen noch häkle, zeige ich dir, wie ich hier die Farbe wechsle. Auch das kann man auf viele Arten machen. Ich trenne das nun auf. Etwas zu viel aufgetrennt. Ich schließe noch einmal die Runde. Mache die Schlaufe groß und ziehe hier das Knäuel durch. So sieht das nun aus. Die erste Masche der Runde häkle ich übrigens links neben den Knoten und die letzte Masche der Runde kommt rechts neben den Knoten hin. Jetzt beginne ich einfach mit einer neuen Farbe, mit einem neuen Anfangsknoten. Ich häkle eine ganz normale Luftmasche und gleich in die erste Masche eine feste Masche. In die nächste Masche häkle ich das erste halbe Stäbchen. Und so häkle ich auch die Runde zu Ende. Ich häkle in jede Masche ein halbes Stäbchen, egal ob mit der alten oder mit der neuen Farbe. Ich werde das übrigens in der Nachbearbeitung auf ganz schnell drehen, damit es dir jetzt nicht so langweilig wird. Und jetzt schließe ich wieder die Runde und kann auch wieder die Farbe wechseln, wenn ich es möchte. Bei so kurzen Farbübergängen nehme ich mir die alte Farbe einfach nur so hoch und häkle damit einfach so weiter, ganz normal. Und so häkelst du in Runden weiter, bis deine Mützenwand hoch genug ist. Meine fast fertige Mütze ist übrigens 19 cm hoch und nun beginne ich mit dem Mützenbündchen. Sollte dir deine Mütze jetzt übrigens so gefallen und passen, dann kannst du mit dem Häkeln hier auch aufhören. Ich möchte jetzt eine längere Mütze haben und mir gefällt es gut, wenn das Mützenbündchen etwas betont ist. Deswegen werde ich nun mit einer neuen Farbe ein paar Runden feste Maschen
für das Mützenbündchen häkeln. Der runden Übergang ist außen übrigens fast unsichtbar. Innen sieht man ihn, also die Luftmaschen sieht man hier. Ich werde nun mit einer neuen Farbe ein paar Runden feste Maschen für das Mützenbündchen häkeln. Zusätzlich hätte ich meine Mütze gerne um ca. 2 cm enger. Deswegen werde ich in dieser ersten Runde gleich 3 Maschen abnehmen. Wenn dir deine Mütze jetzt passt, musst du das natürlich nicht machen. Da häkelst du jetzt einfach nur feste Maschen. In jeder Masche eine feste Masche. Ich werde an 3 Stellen jeweils 2 Maschen zusammenhäkeln. Also hier, hier und hier. Ich mache das immer nach meinem Gefühl, aber du kannst es auch genau abzählen. Und links neben den Knoten ist wieder die erste Masche, rechts die letzte. Ich häkle nun eine Luftmasche und eine feste Masche. Und die nächsten 2 Maschen häkle ich gleich zusammen. Dann häkle ich weiter feste Maschen, bis ich ungefähr hier wieder eine Masche abnehme. Also hier ungefähr. Jetzt häkle ich wieder 2 feste Maschen zusammen. Und das gleiche mache ich noch ein weiteres Mal. Wieder 2 Maschen zusammen häkeln. Also wie gesagt, das musst du nur machen, wenn auch dir die Mütze zu groß ist. Und weiter mit einzelnen festen Maschen. In jede Masche eine feste Masche hinein. Hier häkle ich noch einmal eine feste Masche hinein. Und ich schließe die Runde mit einer Kettmasche. Also das ist der Knoten, das war die Luftmasche und das wäre die erste feste Masche. Wenn du genau schaust, hier siehst du wunderbar, das war die erste Einstichstelle und die vorderste davon, also die linkeste davon, das ist die erste feste Masche und da mache ich meine Kettmasche hinein. Diese Kettmasche ist ab jetzt übrigens kein Teil mehr von einer Masche. Das ist ab nun eine zusätzliche Masche, die ich ab jetzt auslassen muss, damit ich dann nicht jede Runde wieder eine Masche zunehme. Also eine Luftmasche, hier eine feste Masche und in alle weiteren Maschen mache ich feste Maschen hinein. Eine ganze Runde lang. Das ist die Kettmasche, die lasse ich aus, damit ich eben keine Masche zunehme. Das war die kleine Luftmasche und hier in die erste feste Masche, da mache ich meine Kettmasche hinein. Du kannst aber auch jede Runde mitzählen, die Maschenanzahl sollte sich nicht mehr verändern und dieses Bündchen häkelst du so lange, wie du es möchtest.
Mein Bündchen werde ich ca. 4 cm lang häkeln. Ich habe aber auch schon ein 8 cm langes Bündchen bei dieser Mütze gehäkelt. Also alles ist möglich, häkle es so, wie es dir gefällt. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich freue mich über deine Unterstützung. Entweder freue ich mich über einen Knäuel Wolle von dir oder wenn du mein Video teilst. Am meisten freue ich mich aber, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Deine Andrea.